steinzeitliche Kochstelle. Da wurden heiße Steine reingeschmissen, Wasser drüber gegossen, kochendes, und dann wurde die Mahlzeit da reingegeben. Das Fleisch, der Fisch. Ein Freiluftpark, der seinem Namen alle Ehre macht. Denn was ist hier an Grün zu sehen? Aber ist das vielleicht auch typisch irisch? Viele Gebäude habe ich noch nicht gesehen. Aber diese üppige Natur. Ein Ofen zum Trocknen von Getreide. Anders konnte man Getreide gar nicht verwerten, weil das Klima hier sonst viel zu feucht ist. Aha, das ist also ein frühchristliches Kloster. Das ist eines der frühen Kloster hier. Eine ganz einfache Kirche oder Kapelle. Der Speisesaal. Drei Liegeflächen, eine Mönchszelle. Und so könnte die Zelle des Abtes ausgesehen haben. Das erinnert mich in der Anlage an die Steinfestung, die ich einmal besucht habe. Das sind hier aus dem Lateinischen hergeleitete Schriftzeichen auf einem Gedenkstein. Entdeckte Steinkreise auf Irland, insbesondere im Süden, aber auch ganz im Norden. Ich glaube, dieses Häuschen gehört eigentlich nicht hierher. Steinzeitliche Häuser. So dürften auf Irland die ersten steinzeitlichen Nomaden gelebt haben, vor etwa 9000 Jahren. Die wahrscheinlich ersten Bewohner.
been here a long time. Yeah. Oh, there we go. Yeah. This one here a bit more friendly, but the other two they're very feral. They're very wild. The team comes in to the huts. Ich bin hier der einzige Motorradfahrer, der hier nach Wales übersetzen will. Die anderen warten auf die Fähre nach Frankreich, Cherbourg, um schneller zum Beispiel nach Deutschland zu kommen. Ich bin also heute von Cork bis Rosslare gekommen und werde nun am Rest des Abends bis heute nach Mitternacht weiter nach Pembroke Dock übersetzen. Merkwürdige Stimmung. Eine fast leere, sehr schöne Fähre. Relativ warmes Wetter, wenig Wind. Ganz hinten bei der Sonne sieht man noch die Berge von Irland. So, ich muss jetzt noch bis 1 Uhr nachts durchhalten und dann kann ich ausschiffen und in Pembroke Hafen mein Hotel beziehen. Ich gehe jetzt mal durch das Lokal, wo eigentlich am meisten los ist. In manchen Bereichen ist gar nichts, aber hier sitzen ein paar Leute.
Es ist nicht sehr weit bis zu meinem Quartier, doch im Dunkeln zu fahren und sich in unbekannter Gegend zu orientieren, fällt mir nicht leicht. Doch ich finde das kleine Wohnhaus und ich erreiche auch telefonisch den Host, der wenig später dann kommt.